Heute haben wir den 2. August 2026. Die Aktienkurse und die ganzen Märkte schlagen gerade wie der Puls vor dem allerersten Aktienkauf. Erst habe ich gedacht, hey, schon lange nicht mehr von Zöllen gehört. Und dann bam, neue Zölle gegen Kanada sind da. Der Deal zwischen den USA und dem Iran war genauso wackelig wie die Knie des 80-jährigen Strategen. Der Fear and Greed Index mag die Situation auch nicht so wirklich und kehrt wieder in den roten Bereich zurück. Solide Konzerne aus dem Softwaresektor will immer noch keiner kaufen. Der Automobilweltmarkt boomt, aber in Deutschland eskaliert die Autokrise. Und viele fragen sich immer noch, warum ist das denn so? Und was mache ich? Ich investiere ganz normal weiter und nutze diese verrückte Zeit, um Qualitätsaktien zum absoluten Schnäppchenpreis zu sammeln und um aus Geld noch mehr Geld zu machen. Bleib bei mir, klicke nichts, kaufe nichts und schau einfach zu, wie man als Angestellter und Familienvater bis 2036 1 Million Euro Vermögen aufbaut. Unser aktueller Stand 325.000 Euro in Aktien und über 23.000 Euro Cash, die auf die nächsten Schnäppchen warten. Also insgesamt etwa 350.000 Euro und eine jährliche Performance von 14% pro Jahr seit meinem Börsenstart in 2019. Wenn wir in die größten Aktienpositionen springen und die Positionen absteigend sortieren, dann sieht es bei uns aktuell so aus. AMD ist immer noch auf Platz 1, hat aber etwas nachgelassen. Aktuell nur 34.000 Euro und mit knapp 400% im Plus. Auf Platz 2 ist Alphabet, 26.000 Euro und 150% Rendite. Microsoft tritt ein bisschen auf der Stelle, die Position ist 23.000 Euro groß, liegt mit fast 40% im Plus und brachte bis heute 450 Euro Netto-Dividenden. Nvidia bewegt sich auch kaum. Hier habe ich 18.000 Euro große Position, die aus über 700% Rendite besteht. Und British American Tobacco bleibt mit 17.000 Euro und einer Rendite von fast plus 100% stabil auf Platz 5. Und heute will ich dir von einer weiteren Rakete berichten, die den Weg zur Million nochmal massiv beschleunigen soll. Ich zeige dir heute, wie viele Aktien ich zu welchem Kurs gekauft habe und warum ich gerade bei diesem Unternehmen zugeschlagen habe. Plus ich verrate dir, wie ich allein aus dieser Position langfristig ein Vermögen von 1 Million Euro herausholen will und dazu gibt es wie immer noch 3 weitere Qualitätsaktien aus meiner Watchlist und ein paar kleinere persönliche Updates. Und jetzt schnall dich an, wir rechnen uns heute reich. Alle meine Videos dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und sollen einfach als Motivation und Inspiration dienen. Also nicht vergessen, es ist keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf. Von wem auch? Von einem normalen Büroangestellten? Bevor wir meine Aktienkäufe analysieren, ein Update zu mir. Wie bereits in den vergangenen Videos gespoilert, im August haben wir Familienbesuch und ich bin für 3 Wochen im Urlaub. Wenn du dieses Video schaust, bin ich bestimmt im Freibad, im Freizeitpark, auf der Terrasse beim Grillen oder einfach am Entertainen von Gästen. Daher schreibe viel Glück in die Kommentare und sei nicht böse, wenn ich hier oder auf Insta etwas verspätet antworte. Damit du aber weiter schön motiviert bleibst, habe ich im Vorfeld ein Video vorbereitet, in dem ich den aktuellen Ist-Stand unseres Depots mit allen aktuellen Aktienpositionen, allen Renditen und Dividenden zeige. Quasi als Dokumentation, damit wir beide nach 10 Jahren schön nachverfolgen können, welche Investments gut und welche nicht so toll gelaufen sind. Aber jetzt wieder zurück in die Aktienwelt. Welche Qualitätsaktie habe ich aufgestockt und welches Vermögen will ich mit diesem Investment erreichen? Zuerst will ich aber einen Aktienverkauf melden. Ich habe 44 Bristol Myers Aktien beim Kurs von 52 Euro und für fast 2.300 Euro verkauft und somit die komplette Position aufgelöst. Nach über 3 Jahren Halten habe ich inklusive Dividenden etwa 20% Nettogewinn gemacht. Warum verkauft? Erster Grund, ich habe mir
den Chart, die Kennzahlen und die Prognosen angeschaut und naja, der Aktienkurs schwankt seit Jahren zwischen 40 und 60 Euro und kommt nicht wirklich vorwärts. Vielleicht wird die Aktie später steigen, ich weiß es nicht, aber die Aussichten und Gewinnprognosen sind irgendwie nicht so toll. Und der zweite Grund, mir fehlt aktuell einfach die Zeit, um bei meinen Pharmatiteln alle Medikamente und Pipelines zu verfolgen. Daher wollte ich einige Pharmatitel auflösen und in etwas Einfacheres umschichten. So, jetzt kommen wir zum Kauf. Und die Aktie, die ich zuletzt aufgestockt habe, war wieder mal der abgestrafte Streaming-Dienst Netflix. Ich habe weitere 10 Aktien beim Kurs von 57,5 Euro gekauft und somit insgesamt über 570 Euro investiert. Den Nachkauf habe ich direkt nach den Quartalszahlen getätigt, die meiner Meinung nach gar nicht so schlecht waren. Somit besitze ich aktuell genau 26 Aktien im Wert von etwa 1600 Euro, die aktuell leicht im Minus liegen. Warum baue ich mir diese Position überhaupt auf, fragst du dich. Schau dir mal diesen Chart hier an. Der Aktienkurs liegt über 40% unter dem All-Time-High und ist auf dem gleichen Niveau wie in 2024, okay? Aber wenn wir die Quartalsergebnisse von Juli 2024 und Juli 2026 vergleichen, dann schau mal hier. Das EPS, also der Gewinn je Aktie, lag 2024 bei $0,49 und heute bei $0,8. Das heißt, der Kurs ist wie in 2024, aber das Unternehmen macht 63% mehr Gewinn. Macht doch keinen Sinn, oder? Und genau das sehe ich auch ganz klar an den Kennzahlen. Das aktuelle KGV von 21 ist 5-mal unter dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre. Das heißt, die Bewertung wird immer attraktiver. Und das erwartete KGV für nächstes Jahr liegt bei etwa 19. Das heißt, man rechnet hier mit konservativen 10% Gewinnsteigerung. Und beim aktuellen Wachstum von etwa 10% pro Jahr wird im Jahr 2031 bereits ein KGV von 10 erwartet. In den letzten 10 Jahren konnte Netflix ein Gewinnwachstum von fast 50% pro Jahr hinlegen. Eine Abflachung des Gewinns gab es bereits in den Jahren 2021 bis 2023, aber Netflix hat es geschafft, auf den Wachstumskurs zu kommen. Das heißt, der prognostizierte Anstieg in den Jahren 2026 bis 2030 ist gar nicht so unrealistisch. Rein rechnerisch würde das heißen, der Gewinn je Aktie ist 2033 um 100% höher als heute. Die aktuelle Nettomarge beläuft sich auf über 28% und soll demnächst weiter Richtung 30% marschieren. Das heißt, wenn du in den News sowas wie Netflix ist tot liest, nein, das stimmt doch gar nicht. Netflix ist eine solide Cash-Maschine, die margentechnisch sogar profitabler als Apple ist. Extra für die, die in den Kommentaren schreiben, Netflix-Aktie ist Schrott. Wie kann ein Schrottunternehmen innerhalb von 6 Jahren fast alle Schulden abbauen? Im letzten Quartal lag die Schuldenquote bei nur 24%. Auch kein Schrottunternehmen würde auf 9 Milliarden Dollar Cash sitzen und 42 Milliarden Dollar an Gewinnrücklagen haben. Das heißt, etwa 18% der gesamten 280 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bestehen aus reinen Geldscheinen. Die Analysten sehen hier im Durchschnitt um die 70% Luft nach oben. Und ich sage das fast in jedem Update-Video. Wenn die Aktienkurse fallen und in den News nur noch Weltuntergang prognostiziert wird, schau dir einfach an, was die großen Player und Fondsmanager währenddessen tun. Wenn es um solche Qualitätsunternehmen wie Netflix geht, dann geht Smart Money meistens auf Shoppingtour. Denn mittlerweile wurde Netflix vom hochbewerteten zum Value-Unternehmen. Ja, und der heutige Kurs liegt sogar über 25% unter dem Fair Value. Also zusammengefasst sehe ich als ganz normaler Privatanleger folgendes Bild. Fundamental sieht bei Netflix alles gut aus. Das Unternehmen generiert weiterhin viel Cash. Die Bewertung ist günstig wie selten. Zweistelliges Wachstum. Allein in der Asienoffensive wächst Netflix mit über 20% pro Jahr. Das heißt, es ist nur der schwächere Ausblick, der die Aktie belastet. Und in der heutigen Zeit würde ich einfach ganz blöd sagen, es liegt vielleicht gar nicht an Netflix, sondern an Anlegern, die vielleicht zu viel erwartet oder die Fußball-WM im Juni nicht berücksichtigt haben. Keine Ahnung, aber ich bleibe bei Netflix bullish und denke, mit über 325 Millionen Zuschauern weltweit kann man weiterhin sehr viel Geld verdienen und neue Formate ausrollen. Und jetzt noch eine kleine Portion Motivation zum Schluss. Wenn ich meine Netflix-Position auf die geplanten 3000 Euro aufbaue und einfach so liegen lasse und diese Rakete nicht mehr mit 50% pro Jahr wächst, sondern nur noch mit ganz schlichten 15% pro Jahr, dann könnte allein diese Position kurz vor meiner Rente auf etwa 200.000 Euro
Euro anwachsen. Das heißt, man braucht heute nur 5 solche Netflix-Positionen, um finanziell auszusorgen. Natürlich gibt es keine Garantie für diese enorme Wachstum und nach 30 Jahren ist das Geld nicht mehr so viel wert wie heute, klar. Daher müssen wir heute Vollgas geben, damit die 1 mit den 6 Nullen hinten so schnell wie möglich erreicht wird. Und wie versprochen, hier sind noch die 3 Qualitätsaktien, die ich aktuell zum Aufstocken beobachte. Und nicht vergessen, das sind nur meine persönlichen Wunschkurse und keine Anleitung, wie du es machen sollst. Erstens ServiceNow. Unter 85 Euro baue ich die Position weiter aus. Zweitens Palantir. Hoffentlich fällt die Aktie auf 100 Euro runter, sodass ich nachkaufen kann. Und drittens McDonald's. Bei unter 230 Euro kann man ein paar weitere Anteile dazu packen und für 10, 20 Jahre vergessen. So mein Freund, das war das aktuelle Update zum Depot und unserem gemeinsamen Weg zur Million aus dem Homeoffice. Vergiss nicht, Aktien sind fast die einzige Möglichkeit, langfristig und mit relativ wenig Aufwand ein echtes Vermögen aufzubauen. Und jede einzelne Qualitätsaktie, die du heute kaufst, wird dich in 10 Jahren mehr als belohnen. Wenn du noch nach einem Aktienscreener suchst, schau einfach mal unter dem Video nach. Da packe ich dir meine Tools, die ich verwende, mit den entsprechenden Promo-Codes rein. Danke dir fürs Zuschauen, danke für deinen Support und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Kakao.